Ich fahre heute 160 Kilometer mit dem Fahrrad. Einmal rund um Berlin. Immer entlang der ehemaligen Berliner Mauer. Klingt sportlich, aber für mich ist es mehr als das. Es ist meine Geschichte. Ich wurde 1981 in Berlin geboren. In einem Land, das es nicht mehr gibt. Also, kurze Geschichte. Meine Mutter, Berlinerin, mein Vater, Kubaner. Die beiden haben sich im Café Moskau kennengelernt, mitten in der DDR. Er war für eine Ausbildung in Berlin. Dann musste er zurück. Ich blieb mit meiner Mutter in Ostberlin, ganz in der Nähe vom Plenterwald, direkt an der Mauer. Das war mein Anfang zwischen Betonplatten, Plattenbauten und einem Land, das immer ein bisschen abgeschlossen war, von der Welt und manchmal von sich selbst. Die Idee zu dieser Tour kam eigentlich gar nicht von mir. Tim, ein guter Freund von mir, hat mir irgendwann beiläufig gesagt: Ey, du bist doch in Ostberlin geboren. Warum fährst du nicht einfach mal den ganzen Mauerweg? 160 Kilometer. Einmal um das alte West-Berlin herum. Ich habe gelacht. 2 Wochen später standen wir hier. Mit 2 Rädern, einer Kamera und einer ziemlich großen Geschichte im Gepäck. Wir wohnten nur wenige 100 Meter von der Mauer entfernt. Als Kind war das irgendwie normal. Ich wusste, da darf man nicht rüber. Da ist Westen. Aber was das bedeutet, habe ich erst später begriffen. Wir waren draußen, spielten im Park und da war diese graue Wand, die einfach dazugehörte. Heute, fast 36 Jahre nach dem Mauerfall, fuhren wir los. Auf einem Weg, der von Trennung und Leid gekennzeichnet ist. Der Weg führt uns vorbei an Flüssen, Wäldern und schönen Landschaften. Davon konnten wir damals nur träumen. Wo früher Grenzen waren, sind heute schöne Fahrradwege. Dann kam 1989. Ich war in der 2. Klasse. Plötzlich war alles anders. Meine Mutter sagte, wir können in den Westen gehen. Ich dachte, gibt es da auch Süßigkeiten? Für uns Kinder war es ein Abenteuer. Für die Erwachsenen der Beginn eines ganz neuen Lebens.
Auch heute noch spüre ich die Vergangenheit auf diesen Wegen, aber nicht, weil man sie überall sieht, sondern weil sie ein Teil von mir ist und dieser Weg die Erinnerung weckt. Es fühlt sich an, als könnte ich den kleinen Manuel von damals sehen, wie er draußen spielt und mit seiner Mutter den Plenterwald besucht. Die Welt war damals klein, aber mir kam sie riesig vor. Ich kann mich daran erinnern, wie wir im Sommer am Strand waren und meine kleinen Füße auf dem heißen Sand wehtaten. Heute sind meine Füße nicht mehr klein, aber der Sand kann immer noch sehr heiß sein. Die Mauer ist gefallen, aber in meinem Leben war sie noch lange da. Mein Vater war zurück in Kuba und ich konnte ihn kaum sehen. Die Grenzen waren weg, aber viele Trennungen blieben. Ich glaube, wir haben alle versucht, uns in der neuen Welt zurechtzufinden. Die Mauer war aus Beton, aber auch unsere Gedanken. Ich bin 1981 geboren, in Ostberlin. Heute kann ich überall hinfahren, sogar dorthin, wo früher Stacheldraht war. Die Mauer war und ist ein Teil von Berlin. Und man kann sie überall sehen, wenn man genau hinschaut. Geschafft, geschafft. Ich habe meine Geschichte nicht vergessen und genau deshalb erzähle ich sie. Heute, nach fast 40 Jahren, schließt sich der Kreis meiner Geschichte. Ich bin das erste Mal in der Weißen Siedlung, die Siedlung, die ich als Kind immer von der Eichbuschallee aus gesehen habe.
und wusste, dort kann ich nicht hingehen. Abonniere meinen Kanal für mehr Geschichten aus dem Alltag mit dem Fahrrad.